Good morning. Ich freue mich hier von dir, mit Ihnen zu sein. Wir alle lesen die Bibel und ich weiß, ihr alle studieren und ich da auch. Und wir werden von dir noch some Dinge bekijken, was wir alle studiert haben und alle Vierten gelesen haben und uns lassen bewegen von dort. Ich weiß, wir sind hier von verschiedenen Städten von Jahren top getragen und sind hier alle top und kommen hier mit verschiedenen Verlangen an. Haben vielleicht verschiedene gesehene Tiden erfahren, wo wir uns zu freien tun. Haben vielleicht auch verschiedene Gefallen, was uns amaglich fallen tun, oder schwierig fallen tun, oder vielleicht sogar jährlich starke Städten, wo wir uns besonders zu freien Erfahrung mit den Herren gemerkt haben. Oder wir haben auch vielleicht jährlich schwach in uns, oder wir uns jährlich schwach fühlen und ich kriege weiten, wo wir sind, was soll wir tun, fühlt sich laarig. Oder so eine, was du vielleicht lernen, das muss mal ein Ändernis geben am Leben, oder was soll ich mit dir tun? Ich kann nicht eine Antwort für das, wo ich bin, sein, und ich kann nicht rühren, ich kann nicht durchchecken. All diese verschiedenen Menschen sind hier vielleicht in der Versammlung und lernen eine Antwort, auf eine Weise oder auf eine andere Weise. Wo können wir dort treffen, oder wo können wir die Needs finden für dort, wenn wir still sind, weil dann können wir nicht. Aber ein Ding ist klar, wenn wir in Gottes Wort gehen, dann du hast vor allem Rot. Du hast vor allem Antwort. Jeder einer fängt die Antwort. Was wir als Menschen aber vielmals geneigt sind zu tun, wir gehen auf der rechten Städten Rot für all unsere Dinge, wo wir nur lernen, dass wir wollen frei werden, oder was schwer sein. Wir gehen so vielmals bloß eine Menschen mit dort und verteilen bloß die schwere Seelen. Und dort wollt ihr nicht verachten, das soll wir tun. Aber Gott sein Wort hat Antworten. Und wenn wir dabei sehen, dann wollen wir auf einmal antworten, oh, dort, was ich dachte, was schwer wird, das ist überhaupt gar nicht mehr so schwer. Dort, was ich dachte, wo ich nicht ewig kann oder nicht mich mit verstehen kann, oh, das ist überhaupt, das sage ich im Wort, ich soll mich an Gott holen und dann wo ich kann glücklich sein. Das sagt uns ganz klar. Wir alle haben eine Entscheidung für Jesus gemerkt, und wenn wir nicht alle haben, dann würde ich zuhören, wer noch nicht hat, das wird. Aber all die wir haben eine Entscheidung für Jesus getroffen und sind im Moment glücklich und Freude was und sind vielleicht raufgekommen in Städten, wo wir nicht wissen, was wir mit wollen, dann werden wir mal ans Doel sagen und denken, was passiert dann, als ich zu Jesus ja sehe? Was tue ich dann? Wo froh wie ich dann, als das alle getan hat? Als ich mich mal losgemerkt von mir selbst und hat mir Gott angegeben. Wo fühle ich mich dann? Wo wird das dann? Nu fühle ich mich vielleicht miserabel, vielleicht schwach, vielleicht sind ich auch stark. Aber wir alle wissen, dass wir ans Leben jetzt mal hechen, dann fängt es an mit Lehren, dann geht es weiter hechen, und dann, wenn wir in der Lehre Tiden sind, dann wundern wir manchmal, what's going on? Wo ist es? Und ich wünsche, dass wir aber nicht dürfen in so einer Lehre Tiden bleiben und anmutig werden und glücklich werden, wenn es dort ja Fallen für uns Leben am Glauben. Colossians 2, Vers 6, da sagt es steht. Und der Topic für die Message hat es steht gestellt, die Entscheidung für ein gesegnetes Leben. Wir alle haben entschieden, für Jesus zu leben, und dort ist ein gesegnetes Leben. Und so, die Entscheidung für ein gesegnetes Leben. We must decide so that we can live a blessed life. Wir stehen immer für Entscheidungen. Alle Tag. Aber wir haben Entscheidungen getroffen, die uns sehr hoch stehen, und wo wir wissen, oh, hier hat mein Leben wirklich angefangen.
So Colossians 2 verse 6, da sagt es steht, as you have therefore received Jesus Christ, the Lord, so walk you in him. So walk ye in him. So wann wir Jesus Christus angenommen haben, und die meisten von uns würden alle sagen, yes, das was ich getan habe. So dann sagt Paulus heran, dann soll dein Leben dort mit deinen Worten beweisen, dass dort etwas passiert. Wir alle haben aber ein Fleisch mit uns, dass manchmal wird gleich anders zu gehen, gleichgültig sein, oder was immer es ist. Paulus versucht hier Mutter zu sprechen. Wann das passiert ist, dass du Jesus Christus angenommen hast, oder du angekriegt hast, dann lebe du noch. Dann darauf mit deinen Worten bewiesen. In Colossians 2, Vers 2, bloß ein paar Versen eher, da sagt es, dass der mehr ist dort daran zu tun, dass die von Herzen mutig waren. Okay, wir haben Jesus Christus angenommen, so dann ist es auch wichtig, dass wir von Herzen mutig leben dürfen. Und dass die untereinander einig und gut sind. So das verbindet uns. Als eine Kirche, das uns verbindet, dass wir uns untereinander einig und gut sind. Uns leben dürfen. Das braucht das, dass wir können stark bleiben. Dann braucht das, dass wir einen anderen vergeben dürfen. Ich kann den Versen hier nicht, aber in Colossians 3, Vers 12, 13, 14, da sagt es, dass wir uns untereinander vergeben sollen. Und wenn wir Christen sind, woran würde es danach fehlen, dass wir uns untereinander vergeben? Weil, weil wir Fleisch mit uns haben, weil wir fleischliche Menschen sind, weil wir Fehler machen, weil wir, so ich schon sehe, wir kommen leere Tiden in uns Leben an, wo wir selbst manchmal nicht krank wollten, was ist der nächste Step zu tun. Sondern es ist sehr wichtig, dass wir uns sich vergeben und verdrehen können. Dann sagt es, ich möchte auch, dass die in ihrer Erkenntnis wachsen und fast werden und Gott sein Geheimnis, dass Christus immer besser verstehen lernt. Christus immer besser verstehen lernt. Was ist Christus sein Willen in mein Leben? Kann ich dort erkennen, was er will von meinem Leben? Weiß ich dort, dass das, was ich dort ist, kriegt dort, was Gott von meinem Leben will? Wenn ich dort nicht weiß, dann ist es wichtig, dass ich mir Zeit nehme für die Sache. Dass ich weiß, was Christus von mir will. Und dort, was ich dort ist, was Christus von mir will. Weil ich habe ihn angenommen, ich habe gesagt, du bist mein Herr. Ich unterstelle mich unter Jesus. So, was ist sein Willen von meinem Leben? Und er hat für jeden einen Purpose hier auf dieser Erde. Und so, was ist sein Willen von meinem Leben? Vers 3. Colossians 2, Vers 3. Gott sein ganzer Schatz von Weisheit und Erkenntnis liegt in Christus. Wir alle gleichen, wenn wir wissen, was zu tun ist. Wir alle gleichen, wenn wir die Antworten haben, oder wenn wir wissen, diese Entscheidung, wo ich merke, das ist Christus so. Wo ist es? Wo finden wir dort? Wo weiten wir dort? Das sagt Gott sein ganzer Schatz von Weisheit und Erkenntnis ist in Christus. So, wenn wir in Christus sind und verbunden sind mit Christus, dann ist diese Weisheit, was uns fehlt, erst durch. Aber das ist nicht durch, dass wir da einen Schalf liegen haben, und wenn uns das fehlt, dann gehen wir uns das holen, und dann haben wir das, wenn uns das nicht fehlt, dann kommen wir uns das nicht an. Das ist something, wo wir tagtäglich machen, uns üben. Damit wir alle Tag versuchen, mit in Kontakt zu sein. Wer ist Gott? Was hat Gott mir gegeben? Was ist es, was dieses Tag für mich liegen wird? Und jetzt, ich weiß, dass wir waren an Städten ran, wo wir nicht plötzlich waren, weiten. Oh, das ist gerade was von der ist. Samals, wo wir an den Denken ankommen, wo wir durch sind und uns was gesagt worden, und wir wollen nicht die Antwort für zu rein haben. Das kann passieren. Aber weißt ihr, was dort vielmals in uns schaffen wird, oder in uns schaffen soll?
dann soll wir gewoon zijn. Wat is de antwoord wanneer ik dat nog maar waar begenen wil? Als ik me maar bekeer, en dat jij veel jij stond, mensen kunnen dat niet verstaan, waarom ik nu zo anders weer. En weet je het jij stond geven, dan heb ik lang niet aan mijn antwoord gehad, wat hij mij alles verandert. Maar wat leef je direct aan? Ik heb zeer veel de Bijbel gelezen. Wees, ik wil een antwoord hebben. Zijn ik rijk of zijn ik niet rijk? Ik wil nog weten als ik rijk ben. En ik heb zeer veel gelezen. Zeer veel gelezen. We hadden dan een kleine dochter. En zij was zeer schlimm. En ik wil op de Bijbel lezen. En mijn vrouw wil ongesmerken. En dan heb ik haar schoot gehouden en je schaart in de andere hand de Bijbel en dan je leest. Wat weer dat? Wat moet ik zelf zijn voor de antwoord wanneer ik de vrouw wil krijgen? Wat heb ik voor een antwoord? En dat heeft schijn gegaan. Als het aan mijn lijstje was? Nou, ik heb veel maals geheeld en niet gewist. Wat is het wat aan mij werken deed? Wat is het aan mij dat ik nu zoveel anders ben als alle andere mensen? Yes, maar ik dan terugdenken, maar ik weet, ik ga te mijn Heer Jezus Joje zijn. En ik heb gezegd dat hij kan mijn Heer zijn, ik wil volgen. Ik wil aan je doen zijn. En zo dan brukt het dat we zeker en voor de antwoorden forschen doen. En dat zegt dan hier in de derde vers, dat God zijn ganze Schatz van wijsheid en erkenntnis ligt in Christus. 2 Thessalonians 2 verse 16, daar zegt het zo steht, mag ons Herr Jesus Christus, zelfs en God ons Vater, der ons Gott ist und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung der seine Gnade gegeben hat. Jene Worten trösten, jene stark merken und all Gutes daunen und reden. So, mag dit passeren, wees we in Jezus Christus zijn, dat we onze harten worden troosten, dat we ons worden staan en dat wat Jezus ons leerde, dat we en dit ons worden bemeien. Niet bloß zeggen, nu heb ik dit, nu leid ik mir dat zelf, nu weet ik dat nu heb ik het. Dat is niet zo dat schaffen net. Dat is something, wo we ons dagtäglich met beschäftigen moeten, omdat we aan dit worden moedig zijn en dat we worden antwoorden hebben aan die tijd, wanneer we worden rauf zijn en niet krijgen weten wat wo we nu zijn, dat we dan worden klaar zijn, ik heb Jezus. Ik heb nu niet een antwoord, maar ik heb Jezus. En ik weet dat aan hem wat een antwoord komt, maar ik het niet krijg weet wel, maar aan hem wat een antwoord komt. Weil Gott sein ganzer Schatz von Weisheit liegt in Christus. So, ich habe Jesus in der Wort eine Antwort kommen. John 15, verse 9. John 15, verse 9 sagt es dit. So, als Gott mir Gott ist, so sie ich günd Gott. Jesus sagt, Gott gleich mir. Ich weiß, dass Gott mir gleich in der sagt Jesus. Kriegst du, sei ich gleich ich die. Wir haben das hier nicht. Er sagt, so als Gott mir Gott ist, so sie ich günd auch Gott. Lot günd von mir Gott sein und lebt du noch. So kann es dann geben, dass ich das nicht lot, dass Jesus mir kann Gott sein? Kann es dann geben, dass ich wen versagt und mir nicht lot Gott sein von Jesus? Das sagt hier, lot günd von mir Gott sein. Willst ich sein günd Gott? Jesus ist uns Gott. Lot jünt von mir Gott sein. Wo sei können wir uns einander Gott sein? Wo sei soll wir? Wir haben Versen, das sagt, wir sollen uns Leben geben von unseren Nächsten. Du hast mal eine Lady hat eine 5-jährige Tochter. Und der hat zu einer Krankheit, mussten sie da operieren und hat viel Blut verloren. Und als sie beim Doktor sind, und dann wird nur gesagt, wer hat sein Blut und mir ja fehlt mein Blut.
En dan wat nu zijn dan jongere broeder, der heeft zijn bloed. En aangreep dat zei aan, dat hij zal voor zijn zesde bloed geven. En zo dan aankomt, vraagt de dokter in, du bent willig voor die zesde bloed te geven? En bitte zijn teen toten, zegt hij, ja, wanneer zij dat beroept dan, ja, dan wil ik dat. En de dokter zit, de jongen die wordt wit en aangehoeld en wordt alles en dan. Vraagt de dokter na, wat, best u krank? Nee. Maar ik evalueer bloos hoe lang ik nog wil leven, want die mir bloeders has nu genomen. Zo beantwoordt een ganze zaak. Ik geef alles voor mijn zesde. Ik ben willig dat te geven wat er veel is. En beantwoordt zo, dan wordt mijn leven nu op hier en wat mijn zesde kan weer leven. En ik geloof, en dit zullen we wat leren kunnen. Ik wil mijn opgeven, ik wil mijn zesde, mijn broeder houden, dat hij leven kan. So, das Jung ist nicht passiert, aber er versteht das nicht so weit. Und so ist das vielmals mit uns. Und die Zeit, wo wir dann sind, wir verstehen nicht, was das für mich gerade bedeutet, wenn ich meinen Bruder oder meine Schwester gehen habe. Ich sehe im Moment, wo ich nicht gerade sagen kann, was das mit sich bringt. Aber wenn ich das tue, das wird gewöhnlich für mich zum Sehen sein. John 15, Vers 10 sagt, wenn je meine Geboten holen, wo je jünt von mir Gott sein lo. Oh, nu haben wir die Antwort, was in Vers 9 wird. Lot jünt von mir Gott sein. Hier sagt es, wenn je meine Geboten holen, wo je jünt von mir loten Gott sein. Gerade so als ich mein Vater seine Geboten hole und mich von ihm Gott sein lot. Okay, hier haben wir die Antwort, was es braucht, dass wir weiten, dass wir uns loten Gott sein von Jesus. Dat is dat doen wat het woord Gottes ons leren deed. Revelation 22, vers 14 zegt het, selig zijn die door doen wat hij bevolen heeft. Dat zij een reich zum levensbaum hebben en durch de poorten en de staten aangaan kunnen. Selig zijn die door doen wat ik bevolen heb. So, wenn ich das tue, was Gott sein Wort mir lehren hat, dort ist, wenn ich kann glücklich sein. Blessed are they that do his commandments. So, wir alle wollen von des Lebensbaum Frucht eten. Wir alle wollen einen Tag durch sein, wo Jesus ist. Und dann sagt es, gesegnet sind die, die das tun, was das Wort uns lehren hat. Psalm 119, Vers 35 sagt es, leid mich ab den Stich von deinen Geboten, willst du fäng ich meine Freude. Leid mich ab dem Weg von deinen Geboten und du fäng ich meine Freude. Wenn ich meine Friedens bekicken do, was ich belebt habe ich das durchgefangen, wo ich nur Gott seine Geboten segnen darf? Oder habe ich das durchgesagt, wo mein Fleisch nur verlangen darf? Wie das sagt uns hier in das Psalm, leid mich ab den Stich von denen Geboten wirst, du fäng ich meine Freude. Das ist ein Gebet, wie du Gott fragen. Hey, wies mir, wann ist dein Gebot für mein nächster Stopp? Was ist dein Willen für meine nächste Gelegenheit? Dass ich bereit sein. Und am Englisch sagt es, make me to go in the path of thy commandments. For therein do I delight. So ein anderer wird, Gott, ich frage dich, du mich so merken, dass ich will. Und nicht bloß, dass ich will. Das geht dreht, man sagt, Gott, wenn ich gehen ansehen, wenn ich nicht will, Gott, pressure mich, merk mich dort tun. Aber ich diese Freude an dort wo fängt. Weil je dort kann uns wo hinbringen, wo wir selbst nicht wollen krank sein, was geht nu fair. Dort kann uns weiter, dort kann uns schleichen, dort kann uns humble merken. Aber dort krank, was wir wollen, Gott seine Geboten holen. Wir wollen dort nur folgen. Und dort kann, was mit sich kann. Psalm 119, Vers 47 sagt, es steht, ich habe meine Freude an deine Geboten, die ich gern habe. Die ich gern do.
Die Geboten, die mag ich dir nur folgen. Das ist nicht something, was ich bloß an Sonntag war versuchen zu tun. Das ist nicht something, wo ich mich vergrülen tue. Das ist nicht so, wo ich Angst habe, dass die anderen was mir denken haben. No. Das ist so, ich freue mich, wenn ich einmal erfahren tue, was Gott sein Willen für mich ist. Ich freue mich, wenn ich dort erfahren kann, oh, hier hat noch nicht weit genug nachgedacht, oder hat noch nicht euer könnt so weit verstehen. Aber nu kann ich sein, das gibt mir eine Friede, an Gott sein Willen zu leben. John 15, verse 11. Sagt es dit, ich habe junt dit gesagt, dat meine Friede an junt blijven mag, en dat je junt ganz vrij kan. So, wat wie Jesus, en wat wie aan dat te doen? En weer het aan te doen dat ik en du worden gelukkig zijn. En dan weer het niet aan te doen dat ik en du bloos nun Fleisch nu worden gelukkig zijn. Maar weer het te doen omdat ik en du worden innerlijk gelukkig zijn en de vrede met Jesus. Dat is hoe aan dat te doen. En zegt het, ik heb je dit gezegd. Nu ik denk, je hebt hem weer 3 in vers 9 en 10, wat ik al gelezen heb. Laat je van mij goed zijn, want je wordt mij niet geboten houden. Dat is een bewijs ervoor dat je laten van mij goed zijn. En dan zegt hij, dit heb je gezegd. Wanneer je toe aan worden houden, wanneer je toe worden blijven, dan word ik me met je vrij. Jezus wordt het met ons vrij. 2 Corinthians 1, verse 24 zegt het, we willen je niet bematten, wat je geloven zal. Aber wir möchten mithalten, dass je noch mehr freien kann, weil sie glauben fast an Jesus Christus. So sometimes kann uns das Batu kommen, na, das weiß ich alle. Das habe ich alle getan und das ist mir auch nicht fremd, das weiß ich alle. Aber Paulus sagt zu der korinthischen Kirche, das ist mein Verlangen, je mithalten, dass je an wollen stärker werden. Dass je nicht wollen aufkommen vom Glauben. Wir wollen Helfer sein. Und das braucht es, dass wir uns an sich halten. Und das ist Gott sein Verlangen, dass wir uns an sich halten wollen. Und dass andere wollen die Freiheit haben, dass ich und du in Christus sind. Dass sie wollen sagen, dass in Christus sind wir die glücklich sind. Meint es dann, dass wir da nicht mehr wollen Fehler merken, dass wir da nicht mehr wollen so eine Dinge tun, die nicht reich sind. Solange du hier im Fleisch sind, kann es uns geben, dass wir wollen kalt kommen. Aber wir wollen nicht gleichgültig mit den Dingen umgehen. Soll uns was passiert sein, dann wollen wir auch ehrlich sein, treten gehen. Hier sind bloß kalt gekommen, hier sind bloß Arach gewesen. In Vers 12 in John 15 sagt es steht, this is my commandment, that you love one another, as I have loved you. Was hat Jesus mir in die geliebt? Er liebt uns so viel, dass er sein Leben geben hat. So das ist der Liebe, was ich und du sollen für unsere Brüder und Schwestern haben. So dann können wir uns fragen, wo liebe ich meinen Bruder, der struggelt, der vielleicht aufgekommen ist, oder der vielleicht in eingeroden ist, sich selbst nicht mehr versteht. Wenn ich weiß, dass ich in meinem Leben Dinge begegnet, wo ich in Zeit wie eingeroden, wo ich mich selbst bloß nicht verstehen kann, wo ich selbst nicht eine Antwort habe, wo ich selbst nicht weiß, woran das alles steht wie. Und in der Zeit wird der Teufel versuchen, als er mir in die Worte vom Glauben weichkriegt. Das meint nicht, dass Gott uns verjäten hat, dass Gott uns aufgeschrieben hat. Das ist nicht, was das meint. Aber wir kommen, es gibt Zeiten, wo wir ankommen, wo wir uns selbst nicht klar wissen, wo wir sind. Und dann ist es wichtig, dass wir einen Bruder haben, wo wir können abvertrauen, wo wir uns können gehen anlehnen, wo wir können unsere Schulter anholen oder unsere Hand abgeben, unsere Schulter leihen und mitgehen. Wenn wir können selbst nicht klar sein, was für eine Entscheidung wir treffen sollen.
sagte, this is my commandment, that you love one another, as I have loved you. Wie vielmals wollen unser Leben zu unseren Nächsten meten, tun uns ans Freundsteck ist. Tun uns wie uns ihnen ohne Gleichen tun. Tun uns, die mir hat gut getan und ich habe gut getan, tun weil wir unser Leben einen zum anderen meten. Aber wenn wir hier hören, was Jesus sagen wird, er sagt so, dass ich gut gelebt habe, dass wir sein Leben. Er gibt alles, was er hat. Alles gibt er. So sei er lebt er mir in die. Und dit wünsche ich, dass wir, und besonders ich mich selbst, dass ich hier an können wissen, dass ich hier an können aufmerksam sein, wo geht mein Bruder dort. Du wir ein Mann, der schafft in der Stadt, in eine Stadt, wie ein Angestellter, ein Reckenführer, der heißt Sam Lee, in San Francisco schafft. Und ein Tag, dann sitzen wir dort, dass das Jung ist irgendwo ein bisschen bedrängt, dass wir ein junger Mann irgendwo ein bisschen bedrängt. Und heißt dann, nicht schwierig, aber das Jung sagt nicht viel. Und dann nachher 2 wieder, dann sagt er, dass er wird ab hier mit hier schaffen. Er wird nicht mehr hier schaffen. Und er wird gleich den Arbeit aber so sein. Das ist nicht schwierig. Was der Lohn nicht gut, soll ich den Lohn absagen? No, sagt er, der Arbeit steht und der Lohn und alles ist mir ganz gut. Aber ich habe in China einen Bruder, der ist zum Tod verurteilt wegen einer Verbrecherie und der kennt Jesus noch nicht. Und ich will dahin fahren und ich will seine Städte nehmen, dass mein Bruder noch mehr Genodenzeit wird haben. Vielleicht kann er auch noch Jesus kennenlernen. Ich will fahren seine Städte nehmen. Ist das Leib? Ist das, was Leib das, was Jesus an uns tät? Dann würden wir vielleicht sagen, na, so weit ist meine Leib vielleicht doch noch nicht. Oder wo weit Leib ich meinen Bruder, oder meine Schwester, oder mein Nächster, oder mich? Wie viel Leib habe ich von ihm? Das Chinese hat diese Leib für seinen Bruder. Er hat Jesus seine Leib erkannt. Was hat Jesus für mich getan? Ich bin ehrlich, dort auch für meinen Bruder zu tun. John 15, Vers 13. Keiner gibt mehr Raum an den Nächsten als das, dass er sein Leben für seine Freunde gibt. Ein anderer wird, keiner kann mehr geben als sein Leben für seine Nächsten. Das ist, was wir geben können. Aber das bedeutet nicht, nur wo wir alle hinfahren und uns Leben wird zu eingehen mit, so sagt mein Bruder, aber no, das bedeutet lange nicht alles. Wir können hier eine gesunde, eine gute Verhältnis ans Leben für uns Nächsten geben und halten den und die Schüler und Sachen am Arm zu halten, dass er wiederkommen kann in der Lehre, wo er bin ist. Oder verschiedene Dinge. Das meint nicht, dass das einzige Weg ist, dass wir beweisen, dass wir Jesus Gott sind. Aber das ist zu sein, wenn Jesus Halt an uns kriegt, dann haben wir was ewig für uns nur Raum uns. Dann ist es uns am zu tun. Ich habe die Geschichte nicht mitgenommen, aber mir fällt dabei, was ich gestern nachlesen, dass wo viel ans jährliche Leben wird sich viel an dort lehnen, wo viel ich ewig habe für meinen Nächsten, dass ich was jährlich wissen kann. Und die Geschichte ging von ungefähr so steht. Ich hatte hier vielleicht euer vertalt, aber ein Mann, der fuhr sein Kirchenlehrer oder ein Prediger von der Kirche. Und wenn das Wort mit ihm ist, 9 Jahre 3 sei mir bekehrt, wie ich so jährlich und so um 4 und mir jenket so schein und ich sage so rauf, das meint alles so wenig. Und dann sagt das Prediger zu ihm, vor einem Stuhl, und dann kauft nicht von den billigen Sachen, aber kauft von feinen, guten Sachen und nicht zu wenig. Und dann formulieren wir in dein Lied, der jeder sehr knapp. Der haben nicht alle da sich so zu essen.
bring dir das durch, und dann check, wann dir das uitpakken, und dann ist noch mit dir zu beten, und dann vor der Weg. Dit is wie bewijs dat we onze broeder en onze zuster goed zijn. En dan wordt die vrede en Jezus wozen. En dan wordt het terugkomen. Dan wordt die ervulling in die leven gaan. Zolang als we van onszelf schaffen en bloos aan ons denken, dan wordt ons leven lager en lager en lager worden. Maar wanneer we geven, wanneer we wat ewig gaan, wanneer we voor ons nächsten door zijn, dat is wo God ons vullen wordt. Wees dat als zijn purpose voor mij en die hier op deze eerd. Verse 14, John 15, zegt het, je bent mijn vriend, wanneer je doet wat ik je zei. You are my friends, if you do whatever I command you. Niet bloos wat ik je zei, zeg wat I command you. Zo nemen we dat, wanneer we in het woord Gottes lezen. Neem we dat bloos zo, oh, dit is doorgeschreven en dit kunnen ze dat zijn. En dan neem ik dat is door voor mij geschreven en dit is something wat mij ongeordend is te doen. Dat is niet not gepressured, dat moet ik nu doen, maar dit is mij ongeordend. Dit is wat God voor mij doorheeft. Dit is wat zijn verlangen van mij is. Dat zijn recht gebeurd worden kan hier op deze eerd. En dat wil hij mij en die te brengen. John 15:15. From now on I call you not servants, for the servant knows not what his Lord does. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known to you. Alles wat God zijn verlangen wir, heeft Jezus naar ons overgegeven. Hij is de Twäschen. Hij heeft ons dat overgedragen. Maar hij hield niet voor zich. Dat dit zijn echt nu de leren. Hij zei, ik heb dat alle overgegeven. Ik wens dat die kunnen gelukkig zijn. Ik wens dat de entscheidung wat je dan getroffen hebt voor Jezus te leven, die kunnen wozen, die kunnen sterk zijn. De entscheidung voor een gesegnet leven is in Christus. En de God, wat laten we ons hier eerst in de derde vers in Colossians 2, dat zegt, God zijn ganze Schatz van wijsheid en erkenntnis ligt in Christus. En Christus weer het om te doen dat alles wat God zegt, dat ook weer aan ons den wij nou kunnen, dat ik en du dat verstaan kunnen. Hij wil dat ik en du kunnen gelukkig in een gezegend leven leven. Dat is zijn verlangen. Maar dat meint niet dat we kunnen gelukkig in onszelf leven. We kunnen maar dan een gezegend leven gaan, wanneer we in Christus zijn en doen leven als zijn woord ons leren dat. En dan in John 15 vers 16 zegt het, je hebt mij niet gewild. Oh, we hebben ons niet gewild dat we wel aan Jezus nu volgen. Dat is wat Jezus gezegd heeft. Maar ik heb jullie gewild en ongesteld. Oh, dat is niet mogelijk dat ik in die kennen God komt onder hans traten, dat zegt in ondersteed. En we weten dat in Philippians zegt het, dat God heeft ons alle de chance gegeven. Er heeft het eruit gemerkt dat jeder einer kan naar God komen. Zodat mij heeft iedereen een getrokken. En dat ik en du van die hier zijn, is een bewijs ervoor dat God mij en die getrokken heeft. Dat hij een interessant heeft in mij en die. Niet bloos aan ons, maar ook aan al die dit nog niet gevolgd hebben, dit nog niet gezien hebben, nog niet kunnen zijn wer Jezus is. We gaan den Vers mal wieder lesen. Die haben mich nicht gewählt, aber ich habe jullie gewählt und angestellt, dat je gonen en Frucht dragen. Frucht die er blijven wordt, dan wordt de Vader jullie geven am wat je in mijn naam beden. Oh, hier is vruchtmank op je teken. Dat ik en du worden vrucht dragen. Hij heeft zich mij en die gewählt. En andere woorden, hij heeft mij en die als een boom im Garten aangesteld en du worden jeder jaar appel aan zijn. Niet bloos dat. Wij en du worden rijk zijn dat wer bij ons voorbij heeft, der wordt something kan afplekken van ons.
Die wird ein Segen kriegen von uns, wenn es dort für uns angestellt. Frucht ist so, wo wir, dann denken wir an einen Baum und dann gehen wir plecken was auf und dann eten wir davon. Der Baum steht da. So sind eigentlich die angestellt, wo zu stehen, wenn wir was vorbeikommt, dass die was ein Segen haben von uns. Gott sagt zu Abraham, und die sollen alle Völker gesegnet werden, und an die hin Jesus haben. Ich und du haben Jesus, so dort soll die Menschen rum uns segnen, wenn es ich und du an Jesus leben. Dort wird Gott sein Verlangen, und dort wird Gott sein Ziel, dass die Menschen rum uns würden ein Segen haben, durch dem, dass ich und du an Jesus leben. Denn wir haben die ganze Gottheit, die ganze Schatz von Weisheit und Erkenntnis, den haben ich und du an Jesus Christus. John 15, Vers 2. Hier in Vers 16 redet von Frucht bringen, dass ich und du sind angestellt, Frucht zu bringen, was bleiben wird. Und dann in 15, Vers 2 sagt es, hier ist es von der Wind drüben steht und sagt es, alle Ranken an mich, die nicht Frucht drehen, schnitt er auf. Oh. Nu kommt es, was du und du uns können bekicken. Han ich und du eine Frucht. Durch dem, dass ich und du an Jesus leben da. Wir werden den Vers mal wieder lesen. Alle Ranken an mich, die nicht Frucht drehen, schnitt er auf. Aber alle Ranken, die Frucht drehen, reinigt er, dass er mehr Frucht bringen kann. So, was habe ich das Vers alles nehmen? Erstens sagte, wenn ich nicht Frucht habe, dass nicht an mir zu sein ist, dass ich in Jesus leben da, und Dinge da nur das Wort Gottes nur, dann sagte, dann wird ich aufgeschnitten worden. Da bloß mit Müll bekannt, das reicht nicht zu. Du musst something on sein. Und nachdem, dass ich und du in Jesus leben, dann erst durch die ganze Schatz von Weisheit und Erkenntnis, was ich und du an uns haben, dass wir Frucht haben, dass wir something tun für den Herrn, dass wir reut sind. Und das meiste ist, dass wir tun sein, dass die Mitmenschen Raum anschaut werden, Gott haben errettet werden sein, dass wir sind in Jesus. Der Mensch, der ich begegnen will, der wird das antworten, ich sein mit Jesus gewesen. Aber ich habe von dieser Weisheit. In Galatians 5, Vers 22, da sagt es, denn Jesus eine Frucht ist, dann richtet ab. Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gottgesandt, Glauben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. 9 Dinge. 9 Dinge sind du abgetekent, was die Frucht von Jesus ist. Und ich glaube, diese Frucht, wo das hier in Johannes von reden hat, ist dasselbe von diesem Mann. Paulus hat hier bloß 9 Dinge abgenommen. So dann können wir uns selbst fragen, habe ich Liebe für meinen Nächsten? Oder habe ich diese Liebe, was Jesus mir gegeben hat? Ist das something, was noch in mir leben wird? Oder die Freude, dass ich gerat bin von meinen Sinn. Die Freude, dass ich in Jesus leben kann. Oder das Friede, was er gegeben hat, dass ich nicht verpflichtet sein, habe ich das Friede, lebt das Friede an mir. Ist der durch? Sind ich geduldig? Sind ich freundlich zu den Menschen, die rum mir sind? Sind ich gut gesandt über die Menschen, die rum mir sind? Oder mein Glauben an Jesus, ist die stark? Gelindigkeit, sind ich gelind? Wenn ich Dinge tue, sind ich geloten bei dort? Kann ich mich beherrschen, wenn ich something an mein Fleisch abreden? Kann ich mich beherrschen? Habe ich das unter Kontrolle? Weißt du, das ist something, was die Frucht von dem Jesus bewirken wird. Die wird dort bewirken an uns. So Jesus sagt, dass der Rang, der die Frucht drehen wird, der wird gereinigt werden. So wenn du so eine Frucht hast, dann wird es auch passieren, dass du an den non ran, wo du auf einmal mit Drehbecken sein, oh, hier sind eben nicht ab da steht, wo Gott mich will haben. Aber hier habe ich was gesagt, was nicht so ist, als Gott das wird leichen. Das wird reinigen bedient. Mit Drehbecken sein, mit dem darf ich nicht mehr zu tun haben. Und dort sagt er, das passiert an dir, was die Frucht bringt. Das passiert nicht an die, die nicht Frucht bringt. Das sagt, die, die nicht Frucht bringen, das sagt, die aufschneiden, die wollen loskommen.
Die waren losgekommen von Gott, die waren weich sein. Das sagt, wenn wir würden wieder lesen, das sagt, die waren verbrannt und was immer. Aber die ranken, was die Frucht bringt, die waren gereinigt worden. Die waren abbecken und sagen, hier will ich nu eens een anderes merken. Wees mijn Fleisch heeft je te veel gelegenheden gekregen. Er heeft je te veel de wellen gehad. Ik heb mijn Fleisch te veel de wellen gelopen. De vrucht, de rank de vrucht brengt, wordt gereinigd. En we hebben ons niet zo vallen, dat nu als het alle uitwählt, dus ik moet something terugstellen, ik heb je veel. No. Dat zegt dan hier, dat die ranken wat de vrucht brengt, die worden gereinigd worden, dat de kern meer vrucht brengt. En mocht God dat en iedereen een van ons werken kan, dat we worden handgegeven zijn, wanneer de reinigingstijd aan ons naam komt, en wanneer we aan worden, hier moet ik opstaan voor something. Verse 17 in John 15. Dit gebod geef ik jullie, ziet einer den anderen goed. Veel van deze vrucht, er sogar alle, komt en leven. Er de as en leven. En wanneer we deze leven van God ervaren hebben, dan waar we deze vrucht en deze leven uitwerken kunnen. Het is mijn verlangen dat we worden kunnen ons toe aan motor spreken en door aan wassen en ons om zich houden. So ich am Anfang rede ich 12 Dinge ab. Wir sind hier alle verschieden. Wir sind nicht zwei Menschen überein, in der Hand nicht zwei Dinge überein, oder jede kann Dinge überein haben. Aber wo geht dir das von dir an? Wenn du denkst an Gott sein ganzer Schatz von Weisheit, der Licht in Christus, und ich habe zu Christus ja gesagt, wo geht dir das von dir an, wenn du daran denkst? Der Rang, was die Frucht bringt, der wird gereinigt worden. Der Rang, was nicht Frucht bringt, wird aufgeschnitten worden. Und ich wünsche dir keiner so fallen, oh, ich bin ein Rang, der bloß keine Frucht hat. No. Weil leider, wenn ich nicht klar bin mit das, dann du nennst, ich will gereinigt worden. Du wirst something machen passieren, dass das gereinigt wird, dass ich das besser verstehen kann, was Gott sein will von mir ist. Der ganze Schatz von Weisheit in Erkenntnis liegt in Christus. Und ich kann wiesen, dann sehe ich Christus ja. So, wenn das ganze Schatz von Weisheit in Christus du bist liegen, dann kann sein, du hast mehr, was ich tun kann oder was ich tun soll, als ich das nicht tue. Und mag Gott Weisheit geben in jedem ein, dass wir durch können wassen und tonehmen, was immer das ist. Gott hat eine Arbeit für uns, hat für uns eine Arbeit. Das ist nicht bloß eine Däume gehen schaffen oder gehen schwingen besorgen oder was immer das ist. Das ist mehr. Aber dort werden wir dann nicht sagen, du hast mehr, nu muss ich das eine Tag lassen und das andere gehen. No. Das ist nicht, was ich meine. Aber wir gehen zur Arbeit und bei der Arbeit können wir das alle wirken und danach besiegt uns Mitmenschen mithalten, wo immer wir begegnen dann. Und möchte Gott sein Wort segnen. Da wir abstunden zum Beten, wo immer passend ist. Vor den Himmel, wir kommen hier für dich und Frauen für deine Lehrung, für deine Offenbarung an uns Leben. Und wenn wir haben uns dein Wort, das das fähig wird und schafft Dinge sein, wo wichtig das ist, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben und dass wir das ganze Schatz von Weisheit gekriegt haben, dass wir nicht wollen, den wir begraben in sein, das kann das werden. Aber dass wir diese Weisheit wollen anwenden in uns Leben und dass die Namen durch dort was kann verherrlicht worden voran. Wir danken dir, dass du zu uns immer wieder reden lässt und wir freuen, dass die Kraft von dir jetzt an uns wird sein, dort auszuleben und auch treu zu gehen, was immer es braucht, dass die Namen was kann verherrlicht werden voran. Das ist mein Verlangen. Und ich danke dir, dass wir uns an die holen können und dass du uns anspornen lässt. Und ich danke dir auch, dass wir können diese Friede und diese Freiheit an die haben, dass wir deine Kinder können sein und dass wir können von dieser Frucht wiedergeben, was du uns gegeben hast. Und dass das Friede, was wir an dir erfahren haben, wird in jedem einen
stark sein und wachsen. Und dass wir wollen können standhaft sein, wenn die Versicherungen über uns kommen, oder wir geprüft werden, für dass jeder einer was kann bestehen, zu den Versicherungen nicht sein, und zu deiner Frucht ja sein. Für das ist mein Wunsch und Gebet in Jesus' Namen. Amen.